Ein E-Bike lebt nicht von seiner Power allein, sondern vor allem von der Software, welche diese Power auf den Boden bringen muss. Und deshalb widmen wir ein Kapitel in unserer großen Motoren-Videoserie ausschließlich dem Fahrgefühl aktueller Full-Power EMTB-Motoren. Wie schlagen sich Motoren wie der neue Bosch CX der 5. Generation, der DJI Avinox, der alte Bosch CX der 4. Generation, der Shimano EP801, aber auch die Motoren von Specialized und Giant im Direktvergleich im Gelände? Bevor wir mit dem Thema einsteigen, geht ein herzliches Dankeschön an Alltricks. Der Online-Shop hat mit seiner Unterstützung diese Videoserie zu den aktuellen Full-Power-Motoren überhaupt erst möglich gemacht. Bei Alltricks bekommt man als E-Biker alles, was das Herz begehrt, vom Ersatzteil bis zum Komplettrad und das zum verdammt guten Preis. Kein Bauteil prägt die Fahreigenschaften eines EMTBs mehr als der Motor. Neben dem Sound und der Power ist dafür vor allem die Software verantwortlich, welche die Power auf den Boden überträgt. Der alte Spruch Power is nothing without control gilt beim E-Mountainbike wahrscheinlich mehr als bei jedem anderen Gefährt, das mit Motorunterstützung arbeitet. Reißt der Motor harsch am Kettenstrang an, ist bei voller Leistung ein durchdrehendes Hinterrad und damit der Kontrollverlust im Gelände vorprogrammiert. Denn die Kontaktfläche zwischen Reifen und Boden ist nicht nur klein, sondern in vielen Fällen auch noch rutschig. Während man beim Auto oder Motorrad einen Gashahn bzw. ein Gaspedal hat, mit dem man einfach die gewünschte Power abrufen kann, ist die Grundvoraussetzung beim EMTB völlig anders. Denn hier ist man darauf angewiesen, dass der Motor die eigene Tretbewegung, die man als Fahrer in das System reingibt, richtig analysiert und daraus die entsprechenden Entscheidungen trifft, wie viel Power er freigibt, um den gewünschten Vortrieb zu generieren. Und mit diesem Bild vor Augen wird ganz schnell klar, wie komplex eine Motorsteuerung am EMTB eigentlich ist. Bei unserem ersten Test auf Asphalt hat sich schnell gezeigt, dass die Motoren eine unterschiedliche Grundcharakteristik haben. Und dabei geht es vor allem um das Verhältnis aus Trittfrequenz und Leistungsentfaltung. Motoren wie der Bosch CX der 5. Generation, aber auch der ältere Motor der 4. Generation und der Specialized Motor, der auf einer Brose Hardware basiert, geben ihre Leistung bereits bei niedrigen Trittfrequenzen frei. Schon ab einer Kadenz von ca. 60 Umdrehungen pro Minute sind diese Motoren gewillt, die volle Leistung, die in ihnen steckt, freizugeben. Ob sie das danach machen, hängt natürlich auch noch davon ab, wie fest man auf das Pedal draufdrückt. So ist es möglich, mit diesen Motoren mit niedriger Frequenz, aber voller Unterstützung Richtung Gipfel zu fahren. Und das lässt in der Praxis ein gewisses Balu-der-Bär-Feeling aufkommen. Der Giant SyncDrive Pro 2 Motor, der auf einer Yamaha Hardware basiert, ist hier etwas dynamischer. Was im Umkehrschluss auch heißt, dass er etwas mehr Trittfrequenz braucht, um seine volle Leistung zu entfalten. Angst, sich totstrampeln zu müssen, muss man aber auch mit dem Yamaha-Motor nicht haben. Denn der Motor gibt ab ca. 70 Umdrehungen seine volle Leistung frei. Und das ist immer noch eine sehr niedrige Trittfrequenz. Die beiden Motoren, die ihre Leistungsentfaltung am stärksten an die Trittfrequenz koppeln, sind der DJI Avinox und der Shimano EP801 Motor. Allerdings darf man diese beiden Motoren nicht gänzlich in einen Topf schmeißen. Der Trittfrequenz-Speedspot des Shimano EP801 liegt nochmal einen Tick höher. Der Motor gibt seine volle Leistung erst ab ca. 80 Umdrehungen pro Minute frei. Für trainierte Fahrer ist es immer noch eine Trittfrequenz, die man über einen langen Zeitraum easy abliefern kann. Aber durch seine hohe Dynamik, die der Motor bei seiner Trittfrequenz drin hat, vermittelt er dennoch ein sportliches Feeling. Bei all diesen Motoren bringt es nichts, die Pedale schneller rotieren zu lassen, um den Motor mehr Leistung zu entlocken. Irgendwo zwischen 60 und 80 Umdrehungen pro Minute hat jeder Motor seinen Sweet Spot. Anders ist es beim DJI Avinox. Da ist es tatsächlich so, je schneller ich die Pedale rotieren lasse, desto mehr Leistung gibt dieser Motor frei. Und er hat auch deutlich mehr Leistung freizugeben. In unserem Power-Video, das sich ausschließlich mit der Leistung dieser Motoren beschäftigt, haben wir ermittelt, dass der Motor mit fast 900 Watt unterstützen kann. Und deshalb muss man auch bei niedrigen Trittfrequenzen keine Angst haben, dass man mit dem DJI-Motor verhungert. Er liefert zwischen 60 und 80 Umdrehungen ein ähnliches Leistungsniveau wie die anderen Motoren, hat oben raus aber mehr Reserven. Und dadurch, dass er über 80 Umdrehungen pro Minute nochmal mehr Power freigibt, hat er das natürlichste Fahrgefühl. Während die Leistungsentfaltung in Abhängigkeit von der Trittfrequenz ein Charakterzug der Motoren darstellt, haben sich beim Test auf Asphalt aber auch Kritikpunkte gezeigt. Und die liegen vor allem im Ansprechverhalten beim Losfahren oder eben genau dann, wenn man nicht losfahren will, zwischen den verschiedenen Motoren. Manche Motoren, wie zum Beispiel der Yamaha-Motor im Giant, reagieren nämlich bereits auf Pedaldruck, ohne dass die Reifen am Bike rotieren.
Das Bike macht dann so einen kleinen, unangenehmen Satz nach vorne. Auch die Motoren von Bosch haben dieses Phänomen. Allerdings ist das Phänomen beim Yamaha-Motor jederzeit reproduzierbar und beim Bosch passiert es nur ab und zu und lange nicht so stark ausgeprägt. Auch das DJI Avinox-System hat dieses leichte Wegzucken im Stand, in den Werkseinstellungen. Man kann dem Motor dieses Zucken über die Individualisierung der Software aber auch ganz leicht abgewöhnen. Der Specialized und der Shimano-Motor haben mit diesem Phänomen nicht zu kämpfen. Unterm Strich kann man aber auch sagen, dass alle Motoren auf Teer und Schotter sehr gut funktionieren. Wenn es dir nur darum geht, mit deinem E-Bike möglichst schnell auf Asphalt oder Schotter zum Trail-Einstieg zu kommen, dann macht der Motor-Sound oder die Motor-Power mehr Unterschied. Die wahre Komplexität der Motorsteuerung kommt erst zum Vorschein, wenn man mit den Bikes ins Gelände geht. Und natürlich haben wir auch das gemacht. In unserer Standard-Testrunde, die wir mit jedem EMTB rund um unsere Redaktion abspulen, gibt es eine Schlüsselstelle, wo sich tatsächlich die Spreu vom Weizen trennt. Nur die besten EMTBs kommen diese Schlüsselstelle hoch. Vielen bleibt diese Ehre aber auch verwehrt. Damit der Test fair abläuft, haben wir alle Fahrwerke und Lenkerhöhen einheitlich abgestimmt. Und außerdem haben wir auf allen Bikes dieselben Reifen aufgezogen. Am Vorderrad ist immer ein Schwalbe Magic Mary montiert und am Hinterrad immer ein Schwalbe Big Betty. Den ersten Unterschied offenbaren die Motoren bereits bevor es in die eigentliche Schlüsselstelle reingeht. Nämlich in der Art und Weise, wie sie einen Schaltvorgang managen. Und da sticht vor allem der Bosch CX der 5. Generation besonders hervor. Bei allen anderen Motoren kracht es deutlich lauter im Gebälk, wenn man unter Volllast schaltet. Der Bosch CX der 5. Generation schafft es, die Motorpower so zu managen, dass der Schaltvorgang geschmeidig vonstatten gehen kann. Man hätte erwarten können, dass Shimano hier einfach aufgrund seiner Historie als Schaltungshersteller eine Duftmarke setzt, aber dem ist nicht so. Das mag jetzt wie eine Randnotiz klingen, gewinnt aber an Bedeutung, wenn man sich vor Augen führt, wann man denn eigentlich den Schaltvorgang einleitet. Denn schalten tue ich beim Mountainbiken ja nur, wenn das Drehmoment oder die Drehzahl, die ich mit den eigenen Beinen liefert, nicht mehr ausreicht, um vom Fleck zu kommen. Man steckt also plump gesagt in einer Stresssituation im Gelände. Und wenn ich in der Situation jetzt auch noch den Druck vom Pedal nehmen muss, damit die Schaltung im Heck ihren Job verrichten kann, ist ruckzuck Schluss mit dem Uphill-Flow. Ein zweiter großer Faktor, den man im Gelände schnell zu spüren bekommt, ist der Nachlauf, den die Motoren liefern. Aber der ist mit Vorsicht zu genießen. Als Nachlauf bezeichnet man den Schub, den der Motor liefert, nachdem man aufgehört hat, in die Pedale zu treten. Und der Nachlauf kann eben vom Vorteil sein, wenn man eben keine Pedalumdrehung mehr machen kann, aber noch über eine Geländekante drüber will, oder wenn man an einer Geländekante das Vorderrad hochreißen will. Der kann aber auch zum Nachteil sein, wenn er unkontrolliert und ungestüm daherkommt. Das Problem, dass das Vorderrad sich aufbäumt oder das Hinterrad permanent durchdreht, hat man mit dem Specialized-Motor tatsächlich am wenigsten. Der Motor liefert zwar Nachschub, ist aber auch der reaktionsfreudigste, wenn es darum geht, den Nachschub zu unterbrechen, sobald Schlupf am Hinterrad entsteht. Der Bosch CX-Motor ist da schneller als der alte Bosch CX-Motor der 4. Generation und der Shimano EP801 und der Yamaha-Motor. Aber an die Duftmarke von Specialized kommt hier niemand ran. Zumindest im Werksetting. Denn im Werksetting hat uns der DJI in dieser Disziplin etwas enttäuscht. Der Motor hat eine hochauflösende Sensorik im Heck, die mit 42 Abnahmepunkte die Rotationsgeschwindigkeit des Hinterrads wirklich schnell ermitteln kann. Und dennoch schiebt er in der Werkseinstellung etwas ungestüm nach. Die feinfühlige Sensorik kommt erst dann zum Einsatz, wenn man die App anschmeißt und beginnt, den Motor zu individualisieren. Denn wie viel Nachschub der Motor liefert, wie feinfühlig er anspricht und wie viel Drehmomente anliegen lässt, all das kann man einzeln in der App einstellen. Auch andere Motorsysteme lassen sich individualisieren. Mit Power und Dynamic habe ich auch beim Bosch Smart System die Möglichkeit, den Motor individuell anzupassen. Aber die Anpassungen finden in einem deutlich kleineren Bereich statt als beim DJI-Motor und man hat weniger Parameter, die man einzeln verstellen kann. Man kann den Turbomodus des DJI-Motors so konfigurieren, dass der Motor tendenziell unaufgeregt ist. Man kann den Motor aber auch super aggressiv einstellen. Und damit bietet DJI dem versierten E-Biker mehr Möglichkeiten als jeder andere Motorenhersteller. Das ist einer, aber nicht der entscheidende Grund, warum der DJI-Motor unseren Test an der Schlüsselstelle im Gelände am besten absolviert hat. Kein anderer Motor hat so viel Power wie der DJI Avinox-Motor. Und dadurch hat er die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit einfach deutlich mehr Schwung als andere Motorsysteme im Gelände zu generieren. Und mit dem üppigeren Schwung fährt man schneller in die Schlüsselpassage rein und kommt deshalb auch besser durch.
Dennoch bleibt bei uns das Gefühl zurück, dass das Avinox-System aktuell noch nicht das Maximum aus seiner hochauflösenden Sensorik rausholt. Man darf sich nämlich nicht vorstellen, dass der Motor eine Art Anti-Schlupfregelung hat. Hier ist man mehr oder weniger auf einem Niveau mit anderen Konkurrenten, die deutlich weniger Sensorik verbaut haben. Der Bosch CX-Motor der 5. Generation und der Specialized 2.2 Motor haben weniger Leistung und kommen deshalb auch etwas langsamer an die Schlüsselstelle ran, weil sie einfach nicht den Schwung generieren können im Gelände. Und dennoch schaffen beide Motoren es, die Schlüsselstelle zu bewältigen. Vor allem der Specialized Motor hat diese Übung völlig unaufgeregt gemeistert. Beim Bosch CX-Motor der 5. Generation war tatsächlich ein großer Unterschied zu spüren, sobald man die App angeschmissen hat, um den Motor zu individualisieren. Ganz konkret heißt es, dass wir den Powerregler hochgedreht haben, aber die Dynamik etwas reduziert haben. Und mit der Einstellung hat der Bosch-Motor die Schlüsselstelle dann auch sehr leicht gemeistert. Der Bosch CX-Motor der 4. Generation, der Shimano EP801 und der Giant Sync Drive Pro 2 Motor sind an dieser Schlüsselstelle im Gelände schlichtweg gescheitert. Wir haben jedem dieser Motoren zahlreiche Chancen gegeben, sich hier zu beweisen. Aber keiner konnte den anderen Motoren das Wasser reichen. Beim Yamaha fehlt es dem Motor schlichtweg an der maximalen Leistung. Der Shimano EP801 Motor hat zwar diese maximale Leistung, kann sie im Gelände bei niedrigen Trittfrequenzen aber nicht abrufen. Und so kommt man mit zu wenig Schwung an die Schlüsselstelle hin, um sie wirklich zu meistern. Dem alten Bosch CX Motor fehlt es schlichtweg am Feingefühl im Gelände. Der hat zwar dieselbe Leistung wie der neue Bosch CX Motor der 5. Generation, aber da dreht im Gelände auch schneller das Hinterrad durch. Abschließend kann man sagen, dass sich die aktuellen Full-Power-Motoren in zwei Lager aufteilen. Die einen, die die Motorsteuerung wirklich voll im Griff haben, und die anderen, die da noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen haben. Überrascht waren wir vor allem vom Specialized 2.2 Motor. Denn obwohl der Motor schon etliche Jahre auf dem Buckel hat und so mancher auf sein Update bereits wartet, hat der Motor bewiesen, dass er noch bei den Motoren mitspielen kann, die im Gelände den Ton angeben. Der alte Bosch CX der 4. Generation, der Shimano EP801 und vor allem der Giant Motor müssen die Konkurrenten im Gelände ziehen lassen. Hier bleibt das Gefühl zurück, dass sich auf der Motorsteuerung etwas Staub abgelegt hat. Die spannendsten Motoren im EMTB-Markt sind aktuell mit Sicherheit der Bosch CX der 5. Generation und der DJI Avinox Motor. Und obwohl der DJI-Motor eine deutlich feinere Sensorik hat, kann er sich im Gelände in Sachen Motorsteuerung nicht vom Hauptkonkurrenten, dem Bosch CX der 5. Generation, absetzen. Beide Systeme markieren aktuell den Status quo in Sachen Motorsteuerung. Aber gerade unser Test im Gelände hat gezeigt, dass in Sachen Motorsteuerung auch noch Luft nach oben ist. Eine Art Anti-Schlupfregelung, die das Hinterrad vor dem Durchdrehen bewahrt, liefert aktuell noch kein Hersteller. Die Motorsteuerung ist nur ein Aspekt, der einen EMTB-Motor charakterisiert. Zum Thema Sound, Reichweite und Power haben wir weitere Videos mit diesem Testfeld bei uns auf dem Kanal.